we wake, hear the birds and see the sun. Als ich mit dieser Challenge angefangen habe, hatte ich keine Ahnung, dass sie mich bis nach Griechenland führen würde. Aber eins nach dem anderen. Ich gehe eigentlich gern spazieren, aber mit der Zeit hat sich mein Alltag so verändert, dass ich mich fast nur noch zwischen Schreibtisch, Küche und Sofa bewege. Am Ende sind es meistens 3000 bis 4000 Schritte am Tag. Ich mache morgens zwar Sport, so ungefähr 40 Minuten, aber danach sitze ich den ganzen Tag am Rechner, 8 Stunden, manchmal sogar mehr. Und abends liege ich auf dem Sofa, eingekuschelt in eine Decke, ich schaue mir irgendwas oder lese ein Buch. Schön gemütlich, aber bewegen tue ich mich da nicht mehr. Manchmal spürt man einfach, dass ich etwas ändern muss. Und genau da bin ich gerade. Ich habe einen Plan. Ich habe mir 300 Tage Zeit gegeben, um Muskeln aufzubauen, meine Gesundheit zu verbessern und langsam aus dem Burnout rauszukommen. Und ich glaube, 14.000 Schritte am Tag passen da richtig gut rein. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see. Ich gucke mal, wie viele Schritte bin ich bis jetzt gelaufen. Das sind 6095. No, das habe ich mir schon so gedacht. Knapp die Hälfte. Ein Reh. Oh Gott, ein Reh. Leute, da ist ein Reh. So, die kleine Rehpause, unerwartete Rehpause ist zu Ende. Komm, gehen wir weiter. Ich kenne mich gut. Ich werde diesen Challenge nicht durchziehen, wenn mir dabei langweilig wird. Und alleine jeden Tag 15.000 Schritte zu gehen, wird früher oder später einfach langweilig. Deshalb starte ich ein kleines Zusatzexperiment. Ich habe ChatGPT gefragt, welche Arten zu gehen es gibt, und jetzt werde ich ein paar davon ausprobieren. Heute teste ich das sogenannte Lernen in Bewegung. Ich arbeite gerade an meinem ersten Buch und höre mir dabei Dan Browns Vorlesungen über das Schreiben von Thrillen an. Wenn wir gehen und dabei ein Hörbuch oder einen Podcast hören, werden im Gehirn Bereiche aktiviert, die für Konzentration und Erinnerungen wichtig sind. Genau das hilft dabei, Inhalte besser aufzunehmen und zu verarbeiten. Ich hoffe also, dass Dan Browns Vortrag nicht nur spannend ist, sondern dass ich ihn beim Gehen leichter aufnehmen und besser verstehen kann. Noch bleiben 2000 Schritte, aber ich bin so müde. Gott. Am liebsten werde ich mich hinlegen, gleich hier. Aber der Kameraakku war plötzlich leer, aber ich habe die 15.000 Schritte trotzdem geschafft, sogar ein paar mehr. Neuer Tag, neue Idee. Heute wollte ich mal achtsames Gehen ausprobieren. Also einfach nur laufen, auf die Schritte und Atem achten, auf das, was im Körper passiert. Keine Musik, keine Bücher, keine Einkaufslisten im Kopf. Quasi wie Meditation, nur im Gehen. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob ich das durchhalte. Und wie vermutet, nach etwa 20 Minuten war mein Kopf schon wieder rappelvoll und ohne es zu merken, bin ich die ganze Zeit gelaufen und habe irgendwelche Pläne durchgekaut. Aber diese 20 Minuten Stille, ohne Gedankenchaos, haben trotzdem richtig gut getan. Am 6. Tag habe ich gemerkt, diesen Challenge werde ich nicht bis zum Ende schaffen. Für 15.000 Schritte brauche ich etwa 1,5 Stunden und so viel freie Zeit gibt es in meinem Alltag einfach nicht.
Morgens mache ich Sport, danach arbeite ich, verbringe Zeit mit meinem Kind und schreibe an meinem Buch. Und dann gibt es ja noch all die anderen täglichen Aufgaben. Damit ich die Challenge trotzdem schaffen kann, habe ich beschlossen, nach Griechenland zu fahren. In Urlaub, vor allem an einem neuen Ort, sind 15.000 Schritte überhaupt kein Problem. Man läuft, sammelt neue Eindrücke, genießt die Landschaft, die Menschen, die Kultur. Aber mal ehrlich, an alle mit Kindern und Sport im Alltag. Habt ihr jeden Tag 1,5 Stunden nur fürs Gehen? An diesem Tag wollte ich vielleicht die ungewöhnlichste Gehmethode überhaupt testen. Kin-Hin. Das ist eine Form des meditativen Gehens aus Japan. Man versucht, den Atem mit den Schritten zu synchronisieren. Zum Beispiel 4 Schritte einatmen, 4 Schritte ausatmen. Und weil ich mich kenne, habe ich das Ganze erstmal nur für die ersten 20 Minuten ausprobiert. Nach 20 Minuten habe ich bemerkt, dass es richtig gut tut und total entspannt. Nächster Tag, nächster Test. Ich arbeite gerade an meinem Buch, aber an einer bestimmten Wendung komme ich im Moment einfach nicht weiter. Deshalb mache ich diesen Spaziergang nur mit einer Frage im Kopf. Wie bringe ich die Geschichte an diesem Punkt weiter? Also laufe ich nicht einfach drauf los, sondern mit einer Frage im Kopf und lass mich überraschen, was unterwegs passiert. Es gibt Studien, die zeigen, wenn wir uns rhythmisch bewegen, vor allem beim Gehen, arbeitet das Gehirn kreativer. Die Gedanken fließen anders, es entstehen neue Verbindungen, die im Sitzen oft blockiert sind. Viele Schriftsteller wie Virginia Woolf oder Haruki Murakami, die haben Bewegung bewusst als Ideenquelle genutzt. Every dawn, we are dreamers of the shore. Also diese Runde hat mir richtig gut gefallen. Mit einer konkreten Frage loszugehen und unterwegs nach einer Antwort zu suchen, das hat echt funktioniert. Ich habe tatsächlich verstanden, wie ich die Geschichte aus der Sackgasse hole. Und was dabei total verrückt ist, man ist so in Gedanken versunken, dass man gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. 2 Stunden sind einfach verflogen. Ich habe meine 50.000 Schritte gemacht und das ist nicht wenig, aber ich war kaum müde, weil ich so konzentriert war. Nicht auf die Bewegung, sondern auf meine Gedanken. Ich glaube, diese Art zu gehen mache ich bald wieder. Can't read the sky. Wusstest du, dass der ganze Hype um die 10.000 Schritte eigentlich in Japan losging? Nach den Olympischen Spielen 1964 gab es dort einen richtigen Fitnessboom und eine Firma kam auf die Idee, einen Schrittzähler rauszubringen. Der hieß Manpokai, heißt übersetzt sowas wie 10.000 Schrittezähler. Das war einfach ein ziemlich cleverer Marketingtrick. Erst später kamen Studien, die tatsächlich mal nachgemessen haben, was Gehen so bringt. Schon ab etwa 7.000 Schritten am Tag passiert einiges. Weniger Risiko für Herzprobleme, besserer Schlaf und so weiter. Wer dran bleibt, hat sogar langfristig bessere Karten gegen Alzheimer. Und ganz ehrlich, man fühlt sich einfach stabiler. Körper, Kopf, Stimmung, alles nur vom Gehen. Am letzten Tag meiner Challenge wollte ich einen Tipp von Peter Attia ausprobieren. Er sagt, wer auch im Alter fit bleiben will, sollte regelmäßig so gehen, dass der Puls leicht hochgeht, also dass man noch entspannt reden kann, aber singen wird schon schwierig. Die Faustregel dafür 180 minus Lebensalter. Bei mir wäre das so um die 120 bis 130 Schläge pro Minute.
Das soll dabei helfen, dass die Zellen besser arbeiten und der Stoffwechsel aktiver wird und die Ausdauer steigt. Atia empfiehlt das ein paar Mal pro Woche, jeweils 45 bis 60 Minuten. Leider konnte ich diese Art zu gehen nicht testen, weil ich nicht ans Wetter gedacht hatte. Es waren 40 Grad und sich bei solchen Temperaturen anzustrengen, ist für mich einfach unmöglich. Aber sobald ich wieder in Deutschland bin, will ich diese Methode ausprobieren, zumal ich in einer ziemlich hügeligen Gegend lebe und so vermutlich schnell in Zone 2 komme. In diesen 30 Tagen bin ich ungefähr 450.000 Schritte gegangen. Was hat es mit mir gemacht? Was war gut und was nicht? Fangen wir mit dem größten Nachteil an, dem Zeitaufwand. 2 Stunden Gehen pro Tag bedeuten für mich, dass ich keine Kraft- oder Mobility-Übungen mehr schaffe. Entweder weil die Zeit fehlt oder weil mir die Energie dafür fehlt. Wenn es um Langlebigkeit und körperliche Gesundheit geht, sind Kraftübungen viel wichtiger als Spazierengehen, vor allem für Frauen ab 40. Ohne gezieltes Training verlieren wir Muskelmasse und mit den Muskeln verschwinden auch Kraft, ein aktiver Stoffwechsel und stabile Knochen. Gehen ist eine super Grundlage, aber ohne Muskeln wird der Körper einfach schwächer. Gehen allein baut keine Muskeln auf, aber es zerstört sie auch nicht einfach so. Wer viel geht, verbraucht mehr Energie und wenn man dann nicht genug isst, besonders nicht genug Eiweiß, kann der Körper anfangen, Muskelmasse abzubauen. Deshalb habe ich während des Experiments bewusst mehr Eiweiß gegessen. Übrigens, man kann auch mit Gewichtsmanschetten spazieren gehen, das wird dann fast schon wie ein kleines Krafttraining. Und jetzt zu den positiven Seiten. Am Ende des Experiments konnte ich 15.000 Schritte gehen, ohne müde zu werden. Meine Ausdauer hat sich spürbar verbessert und genau das war eigentlich mein Ziel. Aber das war nicht die einzige Veränderung. Ich habe euch schon erzählt, dass ich gerade in einer ziemlich schwierigen Lebensphase stecke. Der Stress ist enorm und dazu kommt starke innere Unruhe. Aber in diesen 30 Tagen hat sich mein Stresslevel deutlich gesenkt. Die Probleme sind geblieben, die Gründe für den Stress auch, aber ich spüre ihren Druck nicht mehr so stark. Es ist fast wie Magie für mich. Ich glaube, 8.000 Schritte pro Tag wären ideal. Einen Teil geht man sowieso im Alltag, den Rest schafft man locker in 30 Minuten draußen. Deshalb sieht mein Trainingsplan ab jetzt so aus. 3-mal pro Woche Krafttraining, 3-mal pro Woche Mobility und Dehnung und abends 20 bis 30 Minuten gehen. Ach ja, das war übrigens nicht mein einziges Selbstexperiment diesen Monat. Es gab noch einen. Und er hat mit diesem Ding zu tun. Abonniere den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst und ich werde mich tierisch über eure Kommentare freuen. Bis dann!